Parteien sind politische Organisationen. Parteien vertreten die Interessen, Wünsche und Sorgen ihrer Wähler. In Deutschland gibt es mehr als 50 Parteien. Von diesen 50 Parteien bestimmen nur 7 Parteien das Wichtigste in unserem Alltag. SPD. Die SPD steht für Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sie kämpfen vor allem für soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Das bedeutet, dass jeder Mensch die gleichen Chancen bekommen soll. Egal welches Geschlecht, welches Alter oder wie viel Geld man hat. Die SPD ist die älteste und eine der größten Parteien in Deutschland. Die SPD vertritt vor allem die Arbeitnehmer in Deutschland. Arbeitnehmer sind Menschen, die von einem Arbeitgeber beschäftigt werden. Zum Beispiel ist Mercedes-Benz ein Arbeitgeber. Die Menschen, die dort arbeiten, sind Arbeitnehmer. Arbeit geben und Arbeit nehmen. CDU. Die CDU steht für Christlich-Demokratische Union. Die CDU ist in der Mitte rechts. Sie orientieren sich am Christentum. Die CDU ist eine der größten Parteien in Deutschland und konservativ. Konservativ bedeutet, dass jemand an Traditionen festhält. Für sie sind Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau wichtig. Unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel war von der CDU. Als 2015 Tausende von Menschen aus Syrien kamen, hat Angela Merkel gesagt: Wir schaffen das. Dieser Satz wurde sehr berühmt. CSU. CSU steht für Christlich-Soziale Union. Die CSU ist die Schwester der CDU. Man kann sie nur in Bayern wählen. Die CSU vertritt die gleichen Werte wie die CDU. CDU und CSU bilden eine Union, also einen Bund. Die Grünen. Die Grünen sind eine grüne Partei. Das bedeutet, dass sich die Grünen vor allem für die Umwelt und gegen den Klimawandel einsetzen. Viele junge Menschen wählen die Grünen, weil viele von ihnen Klimaaktivisten sind. Klimaaktivisten sind Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Viele Klimaaktivisten waren auf den Fridays for Future Demonstrationen. FDP. FDP steht für Freie Demokratische Partei. Die FDP ist die Partei der Freiheit und Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass sie nicht will, dass sich der Staat zu sehr in unser Leben einmischt. Also weniger Verbote vom Staat. Eines ihrer Ziele: beste Bildung für alle. AfD. AfD steht für Alternative für Deutschland. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Das bedeutet, dass sie gegen Asylsuchende ist, die unerlaubt nach Deutschland gekommen sind. Zum Beispiel ist sie gegen das Tragen von Kopftüchern. Die AfD ist am äußerst rechten Rand der deutschen Parteien. Viele ihrer Wähler wählen sie aus Protest. Die Linke. Die Linke ist eine sozialistische Partei. Das bedeutet, dass sie gegen Kapitalismus ist. Sie wollen, dass alle Menschen gleich viel haben. Dafür wollen sie die Steuern massiv erhöhen. Sie befinden sich am linken Rand der deutschen Parteien. Gut zu wissen: Diese 7 Parteien treffen sich im Bundestag. Der Bundestag ist kein Wochentag, sondern das deutsche Parlament. Warum der Bundestag aber Bundestag heißt, erkläre ich in einem anderen Video. Im Bundestag treffen sich die wichtigsten Vertreter der Parteien und diskutieren politische Entscheidungen. Die Parteien mit den meisten Stimmen regieren Deutschland. Alle 4 Jahre werden die Stimmen neu verteilt. Jetzt möchte ich von dir wissen: Bist du in einer Demokratie aufgewachsen? Schreib es in die Kommentare. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann!